So, und jetzt zeige ich euch, wie man das wichtige Teil an dieser Schulterstütze sauber hält, so dass es keine Verschmutzungen gibt. Und zwar ist es genau hier diese Pins, die da rein und rausgeschoben werden. Da ist natürlich ziemlich viel Druck drauf immer und es kann auch Schmutz reinkommen. Und dann sollte man die wirklich regelmäßig putzen, weil sonst, wenn das verstopft ist, dann kriegt man das auch nicht mehr richtig raus. Man fängt an zu ziehen wie verrückt und drehen. Und dann können sich diese Pins natürlich auch wieder verbiegen oder man reißt ihn raus. Das muss alles nicht passieren, wenn man eben regelmäßig so einen Stift benutzt, den wir auch in unserem Sortiment haben, oder so ein Öl. Und das kann man dann aktivieren, das Öl, bis da etwas kommt. Also mit diesem Stift, das ist ein Ölstift, Ballistol, Universalöl, eignet sich sehr, ist auch komplett non-invasiv, das Öl für das Gerät und auch für den Menschen. Also wenn es an die Haut kommt, es passiert gar nichts. Kann man hier aktivieren, dann kommt ein bisschen Öl, das sieht man hier. Dann gebe ich das da drauf, auf diese Pins. So, und jetzt aufgepasst, wenn man sowas nimmt, das ist ziemlich fusselig. Man sieht natürlich schon jetzt schön den Dreck, ja, der da drauf ist. Aber noch besser ist, wenn man so ein Tuch nimmt oder so eins, was eben nicht fusselt, weil jede Fussel, die da reinkommt hier in dieses Pinloch, kann wieder verstopfen. Also lieber mit sowas arbeiten, was keine Fussel hat. Immer noch dreckig, also kann ich da hier nochmal Öl drauf geben. Auch gut, wenn man das von der Seite macht. Man kann das auch mit einer Pipette ein bisschen ölen oder mit einem Maschinenöl oder mit einem Nähmaschinenöl und so weiter. Ich zeige jetzt nochmal, ich kann das hier so hinhalten, dann drehe ich hier. Man sieht sehr schön, das ist immer noch schmutzig. Das ist jetzt ein gebrauchtes Teil. Und das macht man so lange, bis eigentlich dann kein Schmutz mehr rauskommt. Ja, hier ist auch Schmutz auf der Seite. Kann man so reindrücken und ein bisschen drehen. So. Und damit hält man das System viel länger, auch im Schuss. Am Ende wird nochmal ein bisschen geölt. Von beiden Seiten. Und was dann überschüssig ist, zum Beispiel hier drin, das putzt man dann einfach weg, indem man hier nochmal reingeht. Es kommt auch nochmal ein bisschen Schmutz weg. So. Und am besten macht man das so oft, bis das wirklich wieder ganz blank ist und kein Dreck mehr rauskommt. Man könnte das auch hier machen, wenn man den ganz rausschraubt. Ist hier ein Gewinde drin. Aufgepasst jetzt, zeige ich aber, was passieren könnte, wenn ich jetzt das rausgedreht habe. Ich kann jetzt hier das Gewinde schon sehen. Ich kann das dann so ölen beispielsweise und dann wieder zurückdrehen. Oder ich kann es komplett rausnehmen. So. Aber dann muss ich aufpassen, dass ich diese Unterlagscheibe nicht verliere. Ja? Ich zeige dann am Ende wieder, wie man das montiert. Da ein bisschen mit dem Stift drauf oder mit Öl. Dann drehen. Da sieht man auch wieder schön den Dreck, der da rausgekommen ist. Und jetzt mache ich das so. Ich lege das hier so rein, Finger drunter, so, dass das nicht runterfällt. So ein bisschen Geschicklichkeitsübung, dann kommt diese Schraube oben drauf, man dreht sie so rein. So, bis es ein bisschen hält und dann dreht man da hier weiter, bis das wieder ganz zurückgezogen ist. Voilà, und schon ist alles gut. So, das war's jetzt zu diesen mechanischen Teilen. Man könnte auch hier das wegschrauben.
dieses Teil. Kann ich hier mit dem Schraubenzieher rein, schraube das weg. Auch hier muss man aufpassen, dass man dann alle Teile noch hat am Ende. So. Und zwar ist hier eine Unterlagscheibe oder manchmal sogar zwei Unterlagscheiben drunter. Und die muss man nachher auch wieder montieren. Jetzt kann ich zum Beispiel das hier wegnehmen und kann das auch wieder putzen. Ich kann hier putzen und ich kann das auch putzen. Das war jetzt geschickt. So, und dann kann ich hier wieder ein bisschen Öl drauf geben. Das wieder zurück. Also ich würde das hier auch noch ein bisschen reinigen. So, auch wieder ein bisschen Schmutz gekommen. Und wenn es jetzt sehr verschmutzt ist, dann nimmt man ein bisschen Ethanol, also Alkohol und nicht Aceton, nicht das, sondern nur das. Und putzt das nochmal sauber. Und dann wird es nochmal geölt. Dann kommt das drauf. So. Dann hier diese Teile nimmt man in die Hand, schiebt das da drauf, hält das mit dem Finger in Position. Und dann kommt man mit dem Schraubenzieher so rein, schraubt das wieder an. Voilà. Ist alles wieder tipptopp. Auch hier kann man ein bisschen putzen. Aber da braucht es jetzt kein Öl, sondern das macht man einfach mit dem Tuch. Man hier ein bisschen putzt. Aber wenn das sehr verschmutzt ist, könnt ihr mit ein bisschen Ethanol das machen. Auch wenn irgendwelche Flecken sind, mit Ethanol ist es am besten. Kein Aceton. So, jetzt als nächstes zeige ich euch die Benutzung der Werkzeuge. Entweder habt ihr dieses Double-Sided Tool oder diese zwei Allen Keys. Diese großen Schrauben gehen mit dem dicken Teil so und so. Auch diese Schrauben kann man, wenn man das sehr oft schon benutzt hat, komplett rausziehen. Auch die kann man hier dann reinigen. Ja, kommt immer ein bisschen Schmutz. Und auch wieder ölen. So, das ist immer von Vorteil. Dann läuft das wieder schön. Und jetzt haben wir hier auf der Seite noch diese kleinen Madenschrauben, Hex Insert Screws. Und die gehen dann mit dem anderen Teil, dem dünneren Werkzeug, oder hier drin haben wir für die oberen Schrauben dieses Werkzeug und für die kleinen seitlichen Schrauben das kleinere Werkzeug. Ich zeige es jetzt damit. Ich gehe dann von der Seite hier rein und es ist ganz wichtig, dass man dieses kleine Spitzchen hier ganz versenkt in der Schraube, nicht irgendwie nur so schräg oder ein bisschen, sondern ganz rein. Und dann kann man das mit Vorsicht drehen. So. Und die Schraube, die hat eine Schraubensicherung drin. Also wenn die drin ist, sollte sie nicht von selber rausfallen. Es kann natürlich passieren. Dann haben wir Ersatzschrauben. Die kriegt ihr auch mitgeliefert in so einem Täschchen. Die haben auch schon eine Sicherung drauf, dieses blaue Teil hier. Das heißt, wenn ihr es reinschraubt, geht es ein bisschen schwer, aber das macht eben, dass die Schraube von selbst durch die Vibration nicht rausfällt. Wenn ihr merkt, dass dieses Tool, dieses Werkzeug hier nicht mehr so richtig greift, dann schraubt ihr das sofort ganz raus. Das kommt ins Alteisen und ihr setzt es mit der neuen Schraube. Weil wenn ihr den Antrieb der Schraube beschädigt, dann wird es ganz schwierig sein, das wieder rauszubekommen. Ja?
Also versucht es wirklich nicht bis zum bitteren Ende zu treiben, sondern diese Schraube hier zeitlich ersetzen. Ja? Weil das ist eine sehr kleine, feine Schraube und dieses Werkzeug ist sehr stark. Das heißt, wenn man da zu fest anzieht oder irgendwie rummacht, kann es sein, dass der Antrieb dann beschädigt ist und das wollen wir ja nicht. Okay. So. Jetzt zeige ich noch, wie wichtig es ist, dass diese Schräubchen nicht überbeansprucht werden und was man dagegen tun kann. Also ich öffne mal von der Seite. Es braucht nur so eine halbe Umdrehung und dann kann man das rausziehen. So. Jetzt, wenn ihr das Problem habt, dass diese Kinnhalter-Pins runterrutschen beim Anziehen, dann geht ihr nicht hin und dreht da wie verrückt, damit das super hält, weil eben dann die Gefahr droht, dass die Schräubchen kaputt gehen, sondern als erstes nehmt ihr wieder ein bisschen Ethanol und weil hier ist manchmal von den Fingern oder von der Haut am Hals Fett dran. Und wenn da Fett dran ist, rutscht das natürlich auch wieder, nämlich ein bisschen Ethanol auf ein Tuch und dann werde ich mal die erstmal abreiben. So, dann sind die mal entfettet. Als nächstes nehme ich ein Stück sehr grobes Schleifpapier, 80, 60 oder 40, also höchstens 80, lieber 60 oder 40. Und dann nehmt ihr ein Stück weg davon. Und dann könnt ihr zum Beispiel sowas machen. Das kann man gut halten. Und jetzt kann man hier auf der Seite, nur auf der Seite, hier und hier, so kratzen. Und dann gibt es hier so eine schöne Spur, so dass das richtig einen schönen Grip gibt. Ihr könnt auch eine Feile benutzen, egal eigentlich was, aber es sollte einfach gut einkratzen hier und natürlich nicht wieder mit den Fingern anrühren und das wieder auch putzen. Und dann wird das, wenn ich das wieder am Instrument befestige, deutlich besser halten, wenn ich jetzt mit dem Schraubenzieher hier wieder zudrehe. Und zwar, wenn ich am Anschlag bin, nicht jetzt noch fest anziehen, sondern nur ganz leicht einen Tick geben. Und das hält schon sehr, sehr, sehr gut. Habe ich nur auf einer Seite befestigt, das mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. So. Und das braucht nicht sehr viel, wenn das so gut vorbehandelt ist.